Hallo, liebe Motorradreisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir bereisen diesmal die Iberische Halbinsel mit Spanien, Gibraltar, Portugal und danach noch Teile von Frankreich. Wir besichtigen ein riesiges Fort, übernachten im Westerndorf, touren durch die trockenste Halbwüste Europas, besuchen tolle Städte und bestaunen die höchste Wanderdüne Europas. Dabei durchfahren wir immer wieder tolle Landschaften. Euch wünschen wir viel Spaß beim Mitfahren und Miterleben. Heute brechen wir um 9:30 Uhr in Richtung Figueres auf. Es liegen rund 1218 Kilometer vor uns, die wir überwiegend auf Autobahn fahren. Wir überqueren bei Mulaus die Grenze nach Frankreich. Am Nachmittag erreichen wir unseren ersten Übernachtungsstopp in Jazeran nach 612 Kilometern. Die nächsten 469 Kilometer fahren wir bis Narbonne, davon 355 Kilometer im Regen. Jetzt liegen nur noch 124 Kilometer vor uns und wir gönnen uns noch kurz vor der Grenze nach Spanien den Besuch des katalanischen Tors. Die Pforte zu den katalanischen Ländern ist ein Denkmal von Emil Armengol und markiert die historische Grenze Kataloniens, die bis zum Pyrenäenfrieden 1659 galt und heute die Verbreitungsgrenze der katalanischen Sprache darstellt. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der französischen Autobahn A9. Im Hotel Europa fanden wir für die nächsten 2 Nächte Unterkunft. Zum Abendessen genossen wir eine leckere Auswahl an Tapas in der Sidreria und Tapas-Bar Xots. Heute haben wir was Besonderes vor, den Besuch des Castell de San Ferran in Figueres. Die Führung findet mit Geländewagen und Schlauchbooten statt. Ja, da habt ihr richtig gehört. Es ist eine der größten Festungen Europas und wurde zwischen 1753 und 1766 erbaut. Sie diente zum Schutz der spanischen Grenze zu Frankreich.
Die Festung erstreckt sich über rund 32 Hektar und konnte bis zu 6000 Soldaten und 500 Pferde beherbergen. Sie beeindruckt nicht nur durch ihre massive Größe, sondern auch durch ein ausgeklügeltes System aus Kasematten, unterirdischen Gängen und einem riesigen Wasserreservoir von bis zu 10 Millionen Liter. Während ihrer aktiven Zeit diente die Festung als Kaserne, Gefängnis und Versorgungsstützpunkt. Im Spanischen Bürgerkrieg wurde sie unter anderem als Rückzugsort für die republikanische Regierung genutzt. Nun geht's hinab zur abenteuerlichen Schlauchbootfahrt durch das riesige Wasserreservoir, das bis zu 10 Millionen Liter fassen kann. Im Schein unserer Stirnlampen und auf dem Rücken liegend durchfuhren wir die Querverbindung dieser gigantischen Zisterne. Hier möchte man keinen Wassereinbruch erleben. How many big rooms for the water exist? Four? Yeah. Four like that. This is only one. This is the. This is one big room. Yeah. And each big room has 6 small rooms like that. 2 million. They arrive from here. But it was built for drink water Yeah, drink water. for the castle. Yeah, correct. Nichts mit Kopf heben. Hier noch ein paar Impressionen, um sich die gigantischen Ausmaße der Festung klarzumachen. Unsere heutige 238 Kilometer lange Tagesetappe führte uns die Küste entlang nach Tarragona.
Tarragona, römischer Name Tarrago, war eine der wichtigsten Städte im römischen Hispania. Sie wurde im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet. Tarragona ist eine moderne Stadt mit einer Kombination aus antiken Ruinen, mittelalterlicher Altstadt und moderner Infrastruktur. Es gibt 2 schöne Strände wie die Playa de Miracle und die Playa Larga. Unser heutiges Terrassziel ist Valencia, was wir nach 266 Kilometern erreichen. Einen Zwischenstopp machen wir am Aquädukt Teufelsbrücke. Das römische Aquädukt Teufelsbrücke wurde ca. im 1. Jahrhundert nach Christi erbaut. Es hatte eine Gesamtlänge von 15 Kilometern. Erhalten sind noch 217 Meter mit einer Gesamthöhe von 27 Metern. Heute war noch Wäschewaschen angesagt, da wir keine passende Wäscherei gefunden haben. Anschließend mussten wir uns natürlich erst einmal stärken. Dann ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. Hallo, hier ist wieder Funmail on Tour. Wir melden uns gerade aus Valencia. Im Hintergrund sieht man den Mercado Central. Dort gehen wir jetzt hin zum Frühstücken. Mal sehen, was es da alles Leckeres zu beißen gibt. Ansonsten setzen wir dann unsere Stadtbesichtigung hier in Valencia fort. Also bis demnächst bei Funmail on Tour. Ciao. Der Mercado Central ist einer der größten und schönsten überdachtesten Märkte Europas. Er bietet frisches Obst, Fisch, Käse, lokale Spezialitäten und ist ein Paradies für Feinschmecker. Ich trinke jetzt hier ein super tolles Bier mit Meerwasser gebraut. Dazu essen wir 2 wundervolle Molle und zum Dessert ist mein Judorchen ein Obstbecher. Das historische Zentrum von Valencia ist die Altstadt. Sie ist reich an Kultur, kleinen Gassen, Cafés und beeindruckenden Bauwerken. Unter anderem die Kathedrale von Valencia mit dem berühmten Heiligen Gral. Der Turm der Kathedrale mit einem tollen Blick über die Stadt und das Gebäude der gotischen Seitenbörse, was zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Nicht zu vergessen die Plaza de la Virgen und die Plaza de la Reina. Jetzt tauchen wir noch einmal kurz ab in die Unterwelt Valencias.
Wer sich der Seitenbörse nähert, vermutet auf den ersten Blick, es handele sich um eine mittelalterliche Burg. Die Zinnen und die dicken Mauern lassen das vermuten. Von 1483 bis 1533 dauerte der Bau. Für uns besonders schön anzusehen waren die Säulenhalle mit ihren gedrehten Säulen und dem Rippengewölbe und der Orangenbaum-Innenhof. Er weckte bei Jutta das Hungergefühl und sie wollte unbedingt ein paar Früchte pflücken. Heute geht es 425 Kilometer weit nach Süden ins Fort Bravo. Auf der Strecke besuchen wir bei Novelda noch die Santuari de Santa Maria Magdalena. Die skurrile Kirche Santuario de Santa Maria Magdalena ist von 1918 bis 1946 erbaut worden. Der Entwurf stammt von José Sala, der zweifelsohne die Schule Antonio Gaudís besuchte. Die Hauptfassade wird von zwei 25 Meter hohen Seitentürmen gerahmt. Beim Bau verwendete man Marmor, Fliesen, Ziegelsteine und Flussgeröll. Auch hier werden Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei durchgeführt. Am späten Nachmittag kommen wir in unserer gebuchten Hütte im Fort Bravo an. Jetzt erleben wir für 2 Tage den Wilden Westen. Hier entstanden Western wie die Dollar-Trilogie, 4 Fäuste für ein Halleluja, Indiana Jones, der Schuh des Manitou und andere. Viele Filmlegenden wie zum Beispiel Clint Eastwood, Charles Bronson, Jules Brenner, Harrison Ford, Bud Spencer und Terence Hill und auch Bully Herbig hatten in Fort Bravo ihre Filmdrehs. Zweimal am Tag wurden Western-Shows aufgeführt, die bei uns im Übernachtungspreis mit inkludiert waren.
apuntando. Seguro que se han llevado el oro. ¡Voy a buscarlo! ¡Vamos, ven aquí! Heute unternahmen wir eine 36 Kilometer lange Exkursion in die Wüste von Tabernas, diesmal nur auf einem Motorrad. Hier draußen konnte man sich richtig vorstellen, wie die Cowboys durch die Prärie ritten. Unser Eisenpferd stand am Wegrand und wir konnten auf der Pirsch sogar ein Wildtier entdecken. Die Pisten und Canyons, die wir durchfuhren, waren schon sehr beeindruckend. Nur die Temperatur machte uns arg zu schaffen.
Zur Mittagsrast kehrten wir in Tabernas in die Bar El Portichello ein. Danach ging es zurück ins Fort Bravo zur nächsten Show. Anschließend genossen wir zur Erholung unsere Kutschfahrt, die im Preis mit inkludiert war, und fuhren in wenigen Sekunden ohne Passkontrolle von Texas nach Mexiko und wieder zurück. Venga, un aplauso por arrastrado, ¿no? Un aplauso.